Stell dir vor, du bist auf einer langen Wanderung in den Alpen. Die Sonne scheint, die Luft ist klar und die Aussicht ist atemberaubend. Du fühlst dich lebendig, frei und im Einklang mit der Natur. Plötzlich stolperst du über einen losen Stein und fällst. Der Sturz ist heftig und du verlierst das Bewusstsein. Als du deine Augen wieder öffnest, findest du dich nicht mehr in den Bergen, sondern in einem Raum aus purem, strahlendem Licht wieder. Eine überwältigende Ruhe erfüllt dich und du fühlst dich vollkommen sicher und geborgen. Vor dir taucht eine Gestalt auf. Es ist ein geliebter Mensch, den du vor Jahren verloren hast. Mit einem sanften Lächeln begrüßt er dich und sagt, es sei noch nicht deine Zeit. Du fühlst eine tiefe Verbundenheit und Frieden, doch plötzlich spürst du einen heftigen Schmerz und wirst mit einem Ruck zurück in deinen Körper gezogen. Du erwachst in einem Krankenhausbett, umgeben von Ärzten, die dich erstaunt anstarren. Du warst klinisch tot und bist zurückgekehrt. Diese unglaubliche Erfahrung wirft viele Fragen auf. Was passiert wirklich, wenn wir sterben? Gibt es ein Leben nach dem Tod? Und wenn ja, wie sieht es aus? Diese Fragen beschäftigen die Menschheit seit Jahrtausenden und finden Antworten in Religionen, Kulturen und wissenschaftlichen Studien auf der ganzen Welt. Einige berichten von himmlischen Paradiesen, andere von dunklen, trostlosen Orten. Doch immer mehr Menschen erzählen von Nahtoderfahrungen, die erstaunliche Einblicke in das Jenseits geben. In diesem Video werden wir tief in die Geheimnisse des Lebens nach dem Tod eintauchen. Wir werden Geschichten von Nahtoderfahrungen hören, religiöse und kulturelle Perspektiven erkunden und die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse betrachten. Bereite dich darauf vor, überrascht und fasziniert zu werden, denn die Wahrheit könnte erstaunlicher sein, als du es dir jemals vorgestellt hast. Bevor wir beginnen, vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die Benachrichtigungsglocke zu aktivieren, damit du keine unserer spannenden Untersuchungen verpasst. Lass uns gemeinsam die Rätsel des Lebens nach dem Tod erforschen und herausfinden, was wirklich jenseits unserer letzten Atemzüge liegt. Seit Anbeginn der Menschheit haben Kulturen und Zivilisationen weltweit Überzeugungen und Rituale entwickelt, um das Leben nach dem Tod zu erklären und zu ehren. Eine der bekanntesten und faszinierendsten Vorstellungen stammt aus dem alten Ägypten. Die Ägypter glaubten fest an ein Leben nach dem Tod und bereiteten ihre Verstorbenen sorgfältig darauf vor. Mumifizierung war ein wesentlicher Bestandteil dieses Prozesses. Die Organe des Verstorbenen wurden entfernt und in speziellen Gefäßen aufbewahrt, während der Körper mit Natron behandelt wurde, um ihn zu konservieren. Dieser Prozess dauerte oft 70 Tage. Die Mumien wurden dann in prächtig ausgestatteten Gräbern beigesetzt, die mit Gegenständen gefüllt waren, die im Jenseits benötigt wurden. Das Ziel war das, Aru oder Feld der Rohrkolben zu erreichen, ein paradiesischer Ort, an dem die Seele in Frieden weiterleben konnte, vorausgesetzt. Sie bestand das Urteil im Jenseits, bei dem das Herz des Verstorbenen gegen die Feder der Wahrheit gewogen wurde. Im Gegensatz dazu hatten die Sumerer, eine der frühesten bekannten Zivilisationen, eine düstere Sicht auf das Leben nach dem Tod. Für sie war das Jenseits ein trostloser Ort namens Kur, wo die Toten ein schattenhaftes Dasein führten, Staub aßen und im Dunkeln hausten. Es gab keinen Ausweg aus dieser dunklen Unterwelt, und selbst die Götter konnten dieses Schicksal nicht ändern. Diese Vorstellung mag darauf zurückzuführen sein, dass die Sumerer das Leben als Dienst an den Göttern sahen. Und dieses Konzept der Unterwerfung setzte sich in ihrem Glauben an das Leben nach dem Tod fort. In anderen Teilen der Welt entwickelten sich unterschiedliche Rituale und Glaubenssysteme. Die Hindus beispielsweise glauben an die Reinkarnation, den Kreislauf von Geburt, Tod und Wiedergeburt, bekannt als Samsara. Durch gute Taten und spirituelle Praxis kann die Seele sich schließlich aus diesem Kreislauf befreien und Moksha, die Erlösung, erreichen. Buddhisten teilen ähnliche Überzeugungen, betonen jedoch zusätzlich die Bedeutung der Überwindung von Begierde und Unwissenheit, um Nirvana, einen Zustand der völligen Freiheit und Erleuchtung, zu erlangen. Heidnische Traditionen, die vor allem in Europa verbreitet waren, sahen den Tod als Teil eines natürlichen Zyklus. Die Seele eines Verstorbenen konnte in die Natur zurückkehren oder in einer anderen Form weiter existieren. Diese Überzeugungen spiegeln eine tiefe Verbundenheit mit der Natur wider und betonen den Kreislauf von Leben, Tod und Wiedergeburt. Diese historischen und kulturellen Perspektiven zeigen, dass der Glaube an ein Leben nach dem Tod tief in der menschlichen Geschichte verwurzelt ist. Ob durch aufwendige Begräbnisrituale, düstere Unterweltsvisionen oder die Hoffnung auf Wiedergeburt und Erlösung, die Menschheit hat immer Wege gesucht, das Unbekannte zu verstehen und Trost in der Vorstellung eines Weiterlebens nach dem Tod zu finden. Bevor wir weitergehen, möchten wir dir ein besonderes Video ans Herz legen. Öffne und heile deine 7 Chakren.
Wenn du auf der Suche nach einem besonderen Werkzeug zur Heilung deiner Chakren bist und eine spirituelle und geistige Entwicklung möchtest. Den Link dazu findest du in der Beschreibung. Der Glaube an ein Gericht nach dem Tod ist in vielen Religionen tief verwurzelt und stellt oft den zentralen Punkt dar, an dem sich das Schicksal der Seele entscheidet. In den abrahamitischen Religionen, Judentum, Christentum und Islam sind Himmel und Hölle zentrale Konzepte, die das Leben nach dem Tod bestimmen. Im Christentum wird das Gericht nach dem Tod durch Jesus Christus vermittelt. Gläubige Christen glauben, dass nach dem Tod das jüngste Gericht folgt, bei dem Jesus über die Seelen der Verstorbenen richtet. Diejenigen, die an Jesus geglaubt und nach seinen Lehren gelebt haben, kommen in den Himmel, ein Ort ewiger Freude und Gemeinschaft mit Gott. Der Himmel wird oft als paradiesischer Ort beschrieben, frei von Leid und Schmerz. Im Gegensatz dazu erwartet diejenigen, die in Sünde gelebt haben und Jesus nicht als ihren Erlöser angenommen haben, die Hölle, ein Ort der ewigen Strafe und Trennung von Gott. Im Judentum gibt es verschiedene Vorstellungen vom Leben nach dem Tod. Eine häufige Vorstellung ist die eines künftigen Gerichts, bei dem Gott die Taten der Menschen bewertet. Gerechte Seelen kommen ins Olam Haba, die kommende Welt, während die Ungerechten in Gehenna, eine Form der Reinigung, geschickt werden. Diese Konzepte sind jedoch weniger detailliert und spezifisch als im Christentum. Der Islam bietet eine detaillierte und umfassende Sicht auf das Gericht nach dem Tod. Der Koran beschreibt den Tag des Gerichts als einen Zeitpunkt, an dem alle Menschen vor Allah stehen werden, um für ihre Taten gerichtet zu werden. In Sure 21, Vers 47 heißt es: Am Tag des Gerichts werden wir die Wagen der Gerechtigkeit aufstellen. Niemand wird in irgendeiner Weise ungerecht behandelt. Auch wenn es nur ein Senfkorn ist, wir werden alles in Betracht ziehen. Als Abrechnende sind wir ausreichend. Diejenigen, die als Schuldige zu ihrem Herrn kommen, erwartet die Hölle. Wer als Schuldiger zu seinem Herrn kommt, dessen Platz ist die Hölle. Dort wird er weder sterben noch leben. Sure 20, Vers 74. Im Gegensatz dazu werden die Gläubigen, die rechtschaffene Taten vollbracht haben, in den Himmel eintreten. Und wer als Gläubiger zu ihm kommt und rechtschaffene Taten vollbracht hat, für solche gibt es hohe Ränge. Sure 20, Vers 75. Der Himmel, auch als Paradies oder Gärten von Eden bekannt, wird als Ort beschrieben, durch den Flüsse fließen und in dem die Gläubigen ewig verweilen werden. In den Gärten von Eden, durch die Flüsse fließen, werden sie ewig verweilen. Das ist der Lohn für diejenigen, die gereinigt wurden. Sure 20, Vers 76. Im alten Ägypten war das Konzept des Gerichts ebenfalls zentral. Nach dem Tod glaubten die Ägypter, dass die Seele des Verstorbenen vor das Tribunal des Gottes Osiris treten würde. Das Herz des Verstorbenen wurde auf eine Waage gelegt und gegen die Feder der Maat gewogen, die für Wahrheit und Gerechtigkeit stand. War das Herz leichter oder gleich schwer wie die Feder, durfte die Seele ins Jenseits eintreten. War es schwerer, wurde sie von Amit, einem furchterregenden Wesen, verschlungen, was den endgültigen Tod der Seele bedeutete. Vergleicht man die Gerichtsverfahren in verschiedenen Religionen, zeigt sich, dass trotz kultureller und theologisch unterschiedlicher Hintergründe ähnliche Prinzipien gelten. Es gibt immer eine Form der Bewertung oder des Urteils, oft symbolisiert durch das Wiegen oder Messen der Taten eines Individuums. Ob in den abrahamitischen Religionen, im alten Ägypten oder in anderen Glaubenssystemen. Das Streben nach Gerechtigkeit und die Vorstellung von Belohnung und Bestrafung sind universelle Themen, die die Menschheit seit Jahrtausenden prägen und leiten. Nahtoderfahrungen, auch bekannt als Berichte von Menschen, die dem Tod sehr nahe waren und dennoch wieder ins Leben zurückkehrten, sind in der Regel tiefgreifend und lebensverändernd. Diese Erfahrungen werden häufig durch intensive Gefühle und lebhafte Wahrnehmungen gekennzeichnet. Eine typische Nahtoderfahrung beginnt oft mit einem Gefühl des Friedens und der Ruhe. Menschen berichten, dass sie ihren Körper verlassen und sich selbst aus der Vogelperspektive sehen. Es gibt oft eine Wahrnehmung eines Tunnels mit einem hellen Licht am Ende, das als warm und einladend beschrieben wird. Viele erleben auch eine Rückschau auf ihr Leben, bei der sie wichtige Ereignisse noch einmal durchleben. Einige berichten von Begegnungen mit verstorbenen Verwandten oder spirituellen Wesen, die ihnen sagen, dass ihre Zeit noch nicht gekommen sei und sie zurückkehren müssen. Diese Erfahrungen sind ein globales Phänomen und treten in verschiedenen Kulturen und Religionen auf. George G. Ritchie, ein amerikanischer Arzt, berichtete 1943 über seine Nahtoderfahrung, bei der er eine Reise durch verschiedene spirituelle Ebenen unternahm und letztlich wiederbelebt wurde. Seine Geschichte inspirierte zahlreiche Untersuchungen und Bücher über Nahtoderfahrungen.
In Indien gibt es Berichte von Menschen, die Yama, dem Gott des Todes, begegneten, der ihnen sagte, sie müssten zurückkehren, weil ihre Zeit noch nicht gekommen sei. In Japan beschreiben Menschen oft Begegnungen mit Buddha oder Bodhisattvas, die sie zurück ins Leben schicken. Trotz kultureller Unterschiede weisen diese Erlebnisse bemerkenswerte Gemeinsamkeiten auf. Das Gefühl von Frieden und Liebe, die Wahrnehmung des Tunnels und des Lichts sowie die Lebensrückschau sind universelle Elemente. Interessanterweise unterscheiden sich jedoch die spezifischen Details je nach kulturellem und religiösem Hintergrund. In westlichen Ländern berichten Menschen häufig von Begegnungen mit Jesus oder Engeln, während in östlichen Kulturen Buddha oder andere spirituelle Figuren erscheinen. Die Interpretation dieser Erfahrungen variiert ebenfalls. Während manche sie als Beweis für ein Leben nach dem Tod und die Existenz einer Seele sehen, interpretieren Skeptiker sie oft als neurologische Phänomene, die durch Sauerstoffmangel im Gehirn oder die Freisetzung bestimmter Chemikalien verursacht werden. Diese Erlebnisse bleiben ein faszinierendes und mysteriöses Phänomen, das weiterhin Wissenschaftler, Philosophen und Theologen gleichermaßen beschäftigt. Sie bieten einzigartige Einblicke in die menschliche Psyche und die möglichen Geheimnisse des Jenseits, und die kontinuierliche Untersuchung dieser Erlebnisse könnte eines Tages helfen, das Verständnis für das Leben nach dem Tod weiter zu vertiefen. Die wissenschaftliche Untersuchung von Nahtoderfahrungen hat in den letzten Jahrzehnten erheblich an Bedeutung gewonnen. Ein zentraler Aspekt dieser Forschungen ist die Beobachtung der Gehirnaktivität kurz vor und nach dem Tod. Modernste Technologien ermöglichen es Wissenschaftlern, die elektrischen Aktivitäten des Gehirns in den letzten Momenten des Lebens detailliert zu untersuchen. Studien haben gezeigt, dass das Gehirn in den letzten Sekunden vor dem Tod eine bemerkenswerte Steigerung der Aktivität zeigt. Diese Aktivität umfasst hochfrequente Gehirnwellen, die normalerweise mit bewussten Gedanken und intensiven mentalen Prozessen verbunden sind. Eine Studie von Dr. Jimo Borjigin und ihrem Team an der Universität von Michigan fand heraus, dass beim sterbenden Ratten eine plötzliche und intensive Aktivität im Gehirn auftritt, die als möglicher Hinweis auf Bewusstsein gedeutet werden könnte. Ähnliche Beobachtungen wurden auch bei menschlichen Patienten gemacht, deren Gehirnaktivität in den Minuten vor dem endgültigen Stillstand auffällige Muster aufwies. Im Jahr 2023 veröffentlichte Dr. Borjigin eine wegweisende Studie im Proceedings of the National Academy of Sciences. In dieser Studie wurden 4 komatöse Patienten, die von lebenserhaltenden Maßnahmen getrennt wurden, intensiv überwacht. Überraschenderweise zeigten die Gehirnscans dieser Patienten kurz vor dem Tod eine außergewöhnliche Zunahme der Aktivität in Bereichen des Gehirns, die mit bewusster Wahrnehmung, Sinnesverarbeitung und kognitiven Funktionen verbunden sind. Diese Entdeckung legt nahe, dass das Gehirn in den letzten Momenten des Lebens möglicherweise noch komplexe mentale Prozesse durchführt. Verschiedene Theorien versuchen, die Ursachen und Mechanismen hinter Nahtoderfahrungen zu erklären. Eine der bekanntesten ist die Hypothese des Sauerstoffmangels. Diese Theorie besagt, dass der Mangel an Sauerstoff im Gehirn während kritischer Zustände zu intensiven sensorischen und emotionalen Erlebnissen führen kann. Ein weiterer Erklärungsansatz ist die Freisetzung von Endorphinen und anderen neurochemischen Substanzen, die ein Gefühl von Frieden und Euphorie erzeugen können. Halluzinationen, verursacht durch physiologische Stressfaktoren und neuronale Dysregulation, sind ebenfalls ein gängiger Erklärungsansatz. Diese Halluzinationen könnten durch die Aktivierung bestimmter Gehirnregionen entstehen, die für visuelle und auditive Wahrnehmungen verantwortlich sind. Einige Wissenschaftler vermuten, dass Nahtoderfahrungen auch durch die Aktivierung des Temporallappens hervorgerufen werden können, der für die Verarbeitung von Emotionen und Erinnerungen zuständig ist. Dr. Michael Sabom, ein Kardiologe, hat umfangreiche Forschungen zu Nahtoderfahrungen durchgeführt und festgestellt, dass Patienten, die eine Herz-Lungen-Wiederbelebung überlebt haben, oft präzise Berichte über die Wiederbelebungsmaßnahmen liefern konnten, obwohl sie klinisch tot waren. Diese präzisen Beschreibungen von Wiederbelebungsmaßnahmen werfen Fragen über das Bewusstsein während des klinischen Todes auf und bieten Einblicke in die komplexen Prozesse des menschlichen Gehirns. Persönliche Berichte und Fallstudien von Nahtoderfahrungen bieten tiefgehende Einblicke in das Phänomen und haben das Interesse sowohl der Öffentlichkeit als auch der wissenschaftlichen Gemeinschaft geweckt. Prominente Fälle und die Berichte von medizinischem Personal tragen dazu bei, das Verständnis für diese außergewöhnlichen Erlebnisse zu erweitern. Einer der bekanntesten Fälle ist der von George G. Ritchie. Im Jahr 1943, während seiner Zeit als Medizinstudent, erlebte Ritchie eine Nahtoderfahrung, nachdem er an einer schweren Lungenentzündung gestorben war.
Ritchie berichtete, dass er seinen Körper verlassen und eine Reise durch verschiedene spirituelle Ebenen unternommen habe, bevor er wiederbelebt wurde. Seine Erfahrung inspirierte ihn, das Buch Rückkehr von morgen zu schreiben und zahlreiche Forschungen zu Nahtoderfahrungen anzustoßen. Ein weiterer prominenter Fall ist der von Don Piper. Piper, ein christlicher Pastor, erlebte 1989 einen tödlichen Autounfall. Er wurde für 90 Minuten klinisch tot erklärt, bevor er wiederbelebt wurde. Während dieser Zeit behauptete Piper, im Himmel gewesen zu sein und verstorbene Verwandte und Freunde getroffen zu haben. Seine Geschichte, die er in seinem Buch 90 Minuten im Himmel dokumentierte, hat Millionen von Menschen weltweit bewegt und inspiriert. Auch Ärzte und medizinisches Personal haben bemerkenswerte Geschichten über Nahtoderfahrungen ihrer Patienten zu erzählen. Dr. Eben Alexander, ein Neurochirurg, erlebte selbst eine Nahtoderfahrung, als er aufgrund einer schweren Meningitis im Koma lag. Seine Erfahrungen, die er in dem Buch Beweis des Himmels schildert, führten ihn zu einem radikalen Wandel in seiner Sichtweise auf Bewusstsein und Spiritualität. Medizinisches Personal berichtet häufig von Patienten, die nach ihrer Wiederbelebung detaillierte Beschreibungen von Ereignissen geben, die während ihrer klinischen Todphase stattfanden. Diese Berichte umfassen oft präzise Beobachtungen über das medizinische Personal und die Prozeduren, obwohl die Patienten eigentlich bewusstlos waren. Solche Fälle werfen faszinierende Fragen über das Bewusstsein und die Wahrnehmung während des klinischen Todes auf. Die Auswirkungen von Nahtoderfahrungen auf die Betroffenen sind tiefgreifend und oft lebensverändernd. Viele Menschen berichten von einem erhöhten spirituellen Bewusstsein, einer gesteigerten Wertschätzung des Lebens und einer verminderten Angst vor dem Tod. Nahtoderfahrungen führen häufig zu einer Neuausrichtung der Prioritäten und einer verstärkten Suche nach Sinn und Zweck im Leben. Einige Betroffene engagieren sich nach ihrer Erfahrung in karitativen und spirituellen Aktivitäten, inspiriert durch das Gefühl, eine zweite Chance erhalten zu haben. Dennoch können Nahtoderfahrungen auch Herausforderungen mit sich bringen, einschließlich Schwierigkeiten bei der Verarbeitung und Integration der Erfahrung in den Alltag. Psychologische Unterstützung und Austausch mit anderen, die ähnliche Erlebnisse hatten, können dabei helfen, diese Herausforderungen zu bewältigen. Persönliche Berichte und Fallstudien von Nahtoderfahrungen bieten wertvolle Einblicke und tragen dazu, das Verständnis für dieses faszinierende Phänomen zu vertiefen. Sie eröffnen Perspektiven auf das menschliche Bewusstsein und das mögliche Leben nach dem Tod, die sowohl inspirierend als auch zum Nachdenken anregend sind. Das Thema Nahtoderfahrungen führt unweigerlich zu tiefgehenden philosophischen und spirituellen Reflexionen über das Bewusstsein und die Seele. Diese Reflexionen bieten eine reiche Grundlage für Diskussionen, die weit über die rein wissenschaftlichen Erklärungen hinausgehen und das Wesen unserer Existenz berühren. Eine der zentralen Fragen, die durch Nahtoderfahrungen aufgeworfen werden, betrifft das Wesen des Bewusstseins. Ist Bewusstsein eine rein physische Funktion des Gehirns? Oder existiert es unabhängig von unserem physischen Körper? Viele Berichte von Nahtoderfahrungen, in denen Menschen detaillierte Erlebnisse schildern, obwohl ihr Gehirn keine messbare Aktivität zeigt, deuten darauf hin, dass das Bewusstsein möglicherweise mehr ist als nur das Produkt neuronaler Prozesse. Diese Berichte regen dazu an, über die Existenz einer Seele nachzudenken, eines nicht-physischen Aspekts unserer Identität, der über den Tod hinaus bestehen könnte. Philosophen haben seit Jahrtausenden über das Leben nach dem Tod spekuliert. Platon, einer der bedeutendsten Philosophen der Antike, argumentierte, dass die Seele unsterblich sei und nach dem Tod in eine andere Existenzebene übergehe. Im Gegensatz dazu vertrat der Materialismus, eine philosophische Richtung, die im 19. Jahrhundert an Bedeutung gewann, die Ansicht, dass Bewusstsein und Identität untrennbar mit der physischen Struktur des Gehirns verbunden sind und somit mit dem Tod enden. Moderne Philosophen wie David Chalmers haben die Debatte über das harte Problem des Bewusstseins weitergeführt und die Frage aufgeworfen, wie subjektive Erlebnisse und Bewusstsein aus rein physischen Prozessen entstehen können. Diese Diskussionen bleiben offen und bieten Raum für weitere Untersuchungen und Überlegungen. Die Auseinandersetzung mit Nahtoderfahrungen und den damit verbundenen philosophischen und spirituellen Fragen kann zu tief persönlichen Reflexionen führen. Viele Menschen, die Nahtoderfahrungen gemacht haben, berichten von einer gesteigerten spirituellen Sensibilität und einer Neubewertung ihrer Lebensprioritäten. Sie erleben oft eine tiefere Verbundenheit mit anderen und eine größere Wertschätzung für das Leben. Für jene, die solche Erfahrungen nicht selbst gemacht haben, bieten die Berichte und Studien dennoch wertvolle Anstöße zum Nachdenken. Sie können dazu anregen, über die eigene Sterblichkeit, den Sinn des Lebens und die Möglichkeit eines Lebens nach dem Tod nachzudenken. Diese Reflexionen können tröstlich sein und eine Quelle der Inspiration und des Mutes bieten, das Leben in vollen Zügen zu genießen und bewusstere Entscheidungen zu treffen.
Insgesamt öffnen Nahtoderfahrungen und die damit verbundenen philosophischen und spirituellen Überlegungen ein faszinierendes Fenster in die tiefsten Fragen der menschlichen Existenz. Sie fordern uns heraus, über das hinauszudenken, was wir als physische Realität kennen, und die Möglichkeit einer größeren spirituellen Realität in Betracht zu ziehen. Diese Reflexionen können uns helfen, ein erfüllteres und bedeutungsvolleres Leben zu führen, unabhängig davon, welche endgültigen Antworten wir auf diese Fragen finden. Zusammenfassend haben wir in diesem Video die vielfältigen Perspektiven auf das Leben nach dem Tod erkundet. Von den alten Ägyptern, die ihre Toten sorgfältig mumifizierten, um ihnen den Eintritt ins Jenseits zu sichern, über die düsteren Unterweltsvorstellungen der Sumerer bis hin zu den Reinkarnationsglauben der Hindus und Buddhisten. Die Menschheit hat immer nach Antworten auf die Frage gesucht, was nach dem Tod passiert. Nahtoderfahrungen haben uns beeindruckende Einblicke gewährt, die nicht nur persönliche und emotionale Geschichten sind, sondern auch wissenschaftliche Untersuchungen und Theorien inspiriert haben. Die erhöhte Gehirnaktivität kurz vor dem Tod und die universellen Merkmale dieser Erfahrungen lassen uns über das Bewusstsein und die Seele nachdenken. Wissenschaftler und Philosophen haben zahlreiche Theorien aufgestellt. Doch das Phänomen bleibt ein Rätsel, das noch viel Raum für weitere Forschungen und Diskussionen bietet. Persönliche Berichte und Fallstudien zeigen, wie tiefgreifend diese Erlebnisse das Leben der Betroffenen beeinflussen können. Sie berichten von gesteigertem spirituellen Bewusstsein, einer neuen Wertschätzung für das Leben und oft auch von einer verminderten Angst vor dem Tod. Diese Erfahrungen und die daraus resultierenden Reflexionen ermutigen uns, über unsere eigene Existenz und das mögliche Leben nach dem Tod nachzudenken. In der Auseinandersetzung mit diesen Themen können wir eine tiefere Verbundenheit zu uns selbst und anderen finden, sowie eine größere Wertschätzung für das Leben und die kostbaren Momente, die es bietet. Auch wenn wir möglicherweise nie endgültige Antworten auf die Frage nach dem Leben nach dem Tod finden, bieten uns die verschiedenen Perspektiven und Erfahrungen wertvolle Einsichten und Inspiration. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, diese Reise mit uns zu unternehmen. Wir hoffen, dass dich die Geschichten und Informationen zum Nachdenken angeregt haben. Teile deine Gedanken und Erfahrungen in den Kommentaren unten mit uns. Wir sind gespannt, was du darüber denkst. Vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die Benachrichtigungsglocke zu aktivieren, damit du keine unserer zukünftigen Videos verpasst. Bis zum nächsten Mal. Bleib neugierig und offen für die Geheimnisse des Lebens.